Ich habe diesen geilen Spiegel bei Kleinanzeigen gefunden und habe eine mega geile Idee. Und zwar, es gibt diesen Trend, bei dem Spiegel mit einem Speziallack lackiert werden und es aussieht, als wären sie beschlagen und man hätte was reingeschrieben. Und das probieren wir heute aus. Ob das geil wird, gucken wir. Ob der Lack funktioniert, gucken wir. Und ob das Ganze hinterher irgendwas taugt, gucken wir. Also bleibt dran, es geht jetzt los. So, was ist der Plan? Als erstes werden wir uns mal den Spiegel anschauen und überlegen, was soll da für ein Design drauf. Wir werden das Ganze am Laptop kurz designen, aus dem Plotter rausziehen und mal am Spiegel anpassen, gucken, dass die Größe passt und dann geht's weiter. Das ganze Design draufkleben, den Spiegel abkleben, alles vorbereiten für das Lackieren. Ich zeige euch mal den Lack. Mit dem Lack geht's los. Ich habe den im Baumarkt geholt. Milchglaseffekt. Ich bin mega gespannt. Los geht's. So, was ist geplant? Als erstes entwerfen wir das Design, jagen es durch den Plotter und passen es an unseren Spiegel an. Das eigentliche Design hat mir ein guter Kollege namens ChatGPT gemacht. Das war mir jetzt einfach zu aufwendig, da jetzt lange rumzumachen. Ich habe das jetzt gerade in Silhouette Studio reingezogen und Silhouette Studio hat ein cooles Tool. Ich habe das jetzt einfach nur markiert. Ich will nur die Konturen. Das alles, was gelb ist, wird geschnitten. Es ist durchgehend. Es sieht eigentlich gut aus. Man kann das Ganze noch den Schwellenwert ein bisschen runtersetzen. Aber der Schwellenwert war eigentlich ganz gut. Alle Linien sind durchgehend. Ich will auch, dass das Ganze so ein bisschen ausgefranst hinter im Plot ist, damit man dieses Gewischte in dem Beschlag erkennt. So, nachzeichnen. That's it. Das war eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Und jetzt geht's zum Plotter. So, wir haben den Plot fertig. Ich bin gespannt, ob das geklappt hat. Es könnte nämlich sein, dass wir das nochmal machen müssen. Aber ich bin jetzt erstmal guter Dinge. Wir entgittern das Ganze. Ich nehme euch mit auf die Kamera und dann schauen wir mal, ob das geklappt hat. So, die ersten Steps gehen natürlich super easy, die großen Flächen. Alles, was jetzt stehen bleibt, das, was nachher auf dem Spiegel abgedeckt bleibt. So, das hat ziemlich gut funktioniert. Besser als gedacht. Jetzt kommt das Transferpapier, damit das Design nachher gut auf den Spiegel übertragen werden kann. Ab geht's.
Die Schablone bzw. Maskierung haben wir fertig gemacht. Wir müssen den Spiegel erstmal reinigen und entfetten, damit später der Lack darauf fällt. Normalerweise werden Untergründe geschliffen, bevor man sie lackiert. Den Spiegel kann man nicht schleifen. Dementsprechend müssen wir umso sauberer arbeiten, damit nachher der Lack perfekt hält. Also erstmal reinigen mit Glasreiniger, dann gehen wir nochmal drüber mit Silikonentferner und dann platzieren wir die Schablone. Das war der Glasreiniger. Die gröbsten Verunreinigungen sind weg. Der hatte Kratzer, kleine Macken, aber das dürfte uns nicht stören. Jetzt entfetten wir das Ganze mit Silikonentferner. Das ist unsere Maskierung. Von den Größenverhältnissen her passt die super gut, finde ich. Ich positioniere die Maskierung erstmal grob und schaue mir es dann von der Entfernung an. Die Maskierung ist drauf. Das hat jetzt ewig schnell funktioniert, also gar nicht viel Story drumherum. Ich klebe jetzt noch den Rahmen ab und dann geht's ab zum Lackieren, hätte ich gesagt. Am Schluss kommt noch das letzte Gimmick, da freue ich mich jetzt besonders drauf. Das macht nämlich nochmal so 10, 15, 20% Effekt mehr draus. Da dürft ihr gespannt sein, das wird mega gut. Hey, ab zum Abkleben. Es ist fertig abgeklebt, es geht ab zum Lackieren. So, erstmal ganz vorsichtig anlösen und schauen wir mal. Ja, doch, das wird gut, das kommt gut. Mit den ganz kleinen Sprenklern habe ich mir richtig was eingebrockt, aber es funktioniert super gut. Mega geil. Die letzten Folienreste kommen gerade weg und dann kommt jetzt gleich das letzte Gimmick, damit der Spiegel wirklich aussieht, als wäre er beschlagen und es wäre wirklich echt, mir gefällt schon mal richtig gut. Die Schablonenteile sind weg, hat echt einwandfrei funktioniert. Wir packen jetzt erstmal den Spiegel an sich aus und dann kommt der letzte Feinschliff. Es sieht jetzt schon mega gut aus. Aber jetzt das eigentliche Gimmick, was dann hinterher so wirkt, als wäre der Spiegel wirklich gerade in einem Bad, wo geduscht wurde. Da fehlen Wassertropfen. So, wie machen wir jetzt die Wassertropfen? Ich habe verschiedene Varianten überlegt. Es wäre wahrscheinlich gegangen mit Sekundenkleber, aber ich habe 2 Komponenten Klarlack, den habe ich jetzt gerade angemischt. Jetzt lassen wir da final die Wassertropfen an dem beschlagenen Spiegel runterlaufen und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Jetzt ist natürlich die Überlegung, wo würde es laufen? Es würde wahrscheinlich immer da laufen, wo man abgesetzt hat beim Wischen. Dementsprechend probieren wir das mal. Das Ganze ist sehr dünn. Ja, doch, das funktioniert perfekt, genauso.
Und man sieht jetzt schon, da wo der Klarlack läuft, wird auch diese Mattierung wieder klar. Ja, perfekt. Einen einzigen mache ich noch. So. Also, das Ganze muss jetzt noch trocknen. Ich finde es mega geil. Sagt ihr mir, was ihr davon haltet. Geht bestimmt einfacher, wobei mir so das Endergebnis wirklich gut gefällt. Wir schauen es uns nochmal im Detail an.